Keine Chemie, kein Wasser, keine Kassette. Herzlich willkommen zu dem Video. Wir zeigen euch heute die Glesana C1. Wir stellen euch die mal kurz vor und zeigen euch natürlich den Einbau hier in einem Wohnmobil, in einen Camper mit Profis. Seid gespannt, wenn euch das interessiert, bleibt sehr gerne dran. Viel Spaß, bis gleich. Schön, dass du dran geblieben bist zu dem Video. Herzlich willkommen hier bei Womo-Reisen Viola und Uwe. Mein Name ist Uwe. Wir sind heute bei einem Profi-Einbau der Glesana C1. Wir begleiten den Profi-Einbau mit Wohnmobil-Service Gera Thomas Schott. Wir zeigen euch heute, was die Glesana C1 verspricht, was sie kann, wie sie natürlich auch funktioniert. Wir zeigen euch natürlich jetzt einmal ganz kurz auch den Einbau. Nicht so sehr lange, denn es geht hintereinander weg. Wir sind hier in einem teilintegrierten Wohnmobil, einem LMC. Da zeigen wir euch gleich nochmal, wie die Dusche aussieht und die Toilette, wo die alte Toilette ausgebaut wird und die neue Glesana C1 eingebaut wird. Wir haben hier auf der rechten Seite bzw. auf der linken Seite das Bad und die Dusche, und hier um die Ecke haben wir die eingebaute Toilette, die Tedford-Toilette mit Kassette. Das wird ausgebaut aus dem Reisemobil und hier kommt die Glesana rein. Wir haben also hier unten die Duschwanne und hier auf der Kante ist die Tedford aufgesetzt. Da soll auch die Glesana aufgesetzt werden und eingebaut. So schaut das Ganze aus. Und wir gehen jetzt über zum Einbau. Bevor mit dem Einbau der Glesana Toilette begonnen werden kann, muss natürlich die alte Tedford Toilette entfernt werden. Hier sehen wir den Schacht von der Kassette. So, ausgebaut wird hier natürlich erst einmal der Sockel von der Tedford Toilette mit den ganzen Anschlüssen. Den Wasseranschluss, den wir hier sehen, auf der rechten Seite, den müssen wir natürlich stilllegen. Thomas entfernt jetzt die ganze Elektrik von der Bodenplatte, von der alten Tedford Toilette. Das geht auch relativ zügig. Hier sehen wir das durch den Tedford Toiletten-Kassettenschacht. Die alte Toilette wurde entfernt. Im Vordergrund haben wir die Kabel für das Power Management zum Nachladen. 12 Volt. Hier kann man ja nicht das gleiche Kabel nehmen, sondern man nimmt ein separates Kabel wegen den 30 Ampere. Der blaue Schlauch, das ist die Zuleitung für das Spülwasser bei der Tedford Toilette. Hier sehen wir den Thomas, wie er die Toilette vorbereitet. Die wird natürlich eingepasst. Es wird erstmal geschaut, passt die jetzt komplett rein in die Duschwanne und lässt die sich auch entsprechend drehen und bewegen, bevor hier angefangen wird, irgendwelche Sachen zu montieren. In diesem Fall passt die Glesana Toilette mit der Grundplatte wunderbar in die Duschvorrichtung hier unten rein. Hier sehen wir die Glesana Bedieneinheit, die wird eingesetzt in der alten Tedford-Einheit. Der blaue Zuwasserschlauch für das Spülwasser, der wird zurückgebaut. Bis hier an das Kreuzstück wird es komplett zurückgebaut. Man kann natürlich auch einen Blindstopfen reinmachen, aber Thomas hat das hier komplett zurückgebaut, damit die ganze Anlage auch wasserdicht ist. Hier sehen wir das Power Management System, wie Thomas die Lithiumbatterie anpasst. Hier haben wir die Regeleinheit. Und hier wird dann auch die Glesana Toilette mit den entsprechenden Kabeln angeschlossen. Und die kleine Lithiumbatterie, die wir hier sehen, die 20 Ampere-Stunden, die werden immer nachgeladen über die Bordbatterie. Somit braucht man nicht kreuz und quer durch das Wohnmobil extra ein separates Kabel zu ziehen, was schwierig wird. Wer viel mit dem Wohnmobil unterwegs ist, kennt das Problem natürlich mit der normalen Chemietoilette. Man hat Chemie, man hat Geruch, man muss sich um die Entsorgung kümmern. Man hat eine volle Kassette oder zwei, wenn man noch eine Ersatzkassette mit dabei hat. Im Winter macht das Ganze natürlich noch viel weniger Spaß.
Die Glesana C1 verspricht uns natürlich hier eine komplette Lösung für das ganze Problem. Ganz kurz einmal zu der Glesana C1 Toilette. Was verspricht uns der Hersteller? Die Glesana C1 ist eine wasserlose Toilette. Die Fäkalien und das Papier werden in spezielle Hochbarrieren Folienbeutel, nennt man das so normalerweise nicht. Das sind Liner, sagt Glesana dazu. Also Hochbarriere Folienbeutel sagen wir jetzt einmal dazu, werden die luft- und geruchssicher eingeschweißt. Statt mit Wasser und Chemikalien arbeitet die Glesana elektrisch auf 12 Volt Basis. Nach der Benutzung eurer C1 Toilette wählt ihr ganz einfach über das Display zwischen klein, mittel und groß. Der Inhalt wird automatisch verschweißt in der Auffangschublade abgelegt. Ja, für wen ist das natürlich jetzt interessant? Die Glesana C1 ist sehr interessant erst einmal für Reisemobile, die nicht so einen großen Wassertank haben. Dann ist das natürlich interessant für Kastenwagen, normale Reisemobile, wo wir jetzt sind, oder Expeditionsmobile. Ist das natürlich ein idealer Gamechanger, die sehr viel unterwegs sind. Mit dem TK-Seal 1512 wurde die Bodenplatte von der Glesana hier nochmal schön festgemacht. Hier bereitet Thomas den Anschluss vor von der Glesana Toilette. Die Elektrik setzt die Bodenplatte ein, schraubt die ganze Bodenplatte nochmal mit fest. Hier haben wir die Bedieneinheit von der Glesana Toilette, passend in die alte Vorrichtung von der Tedford-Toilette. Hier durch diese Feder wird der Liner mehr an den Deckel gedrückt und dadurch rutscht dann nicht ganz so viel nach. Die Mitte suchen, dann setzt du den Liner hier auf die Kassette drauf. So, und drückst das im Prinzip ein bisschen nach unten. Hier unten unter die Nase drunter, den Rest. Ja. So, dann nimmst du quasi den Überstand, klappst ihn nach außen, über die Kassette rum. Und ziehst es ungefähr mal so 2 Längen ab. Das ist dann Endlosschlauch, ne? Der dann beim Abschluss. So, und den ganzen steckst du ohne durch. So, und so wird die Kassette jetzt reingesteckt, dann ziehen wir die noch so nach. Und dann können wir die Installation machen. Ja, und so wechselst du den Liner aus. Ganz einfach. Wie gesagt, rausnehmen, verkehrt rum hindrehen, nach außen, weil das nach außen dann quasi nach innen rumkrempeln und so weiter. Ja, jetzt ein bisschen ins Loch schieben und oben reinsetzen. Dann fließt das noch ein kleines bisschen nach, sodass es über die Schweißbänder ordentlich guckt. Deckel vorne einhängen und hinten drauf drücken. Das muss natürlich auch erst rein. Und jetzt fängt er natürlich erstmal an hier zu zaubern. Jetzt wartest du, bis der Ring einmal rum ist, bis da irgendeine Zahl steht, meistens irgendwo 16, 17. So. Und zum heute mal 25, ne, sehe es mal anders. So, und zum Initialisieren bei einem neuen Liner, ne, immer diese Kreistaste, im Prinzip hier so 3, 4, 5 Sekunden drücken, bis der Kreis anfängt zu arbeiten. So. Das ist jetzt die Erstverschweißung, dauert ungefähr eine Minute, dann ist er fertig. Wenn der Ring immer rum ist, siehst du ja die Fortschrittsanzeige. Du machst eben hier die Toilette auf, ne? Dann hast du hier eben, machst du dein Geschäft, hast eben dann hier irgendwie alles drin, sozusagen. Das rein, man kann auch mal Essenabfälle oder Essenreste mit einschweißen. Ne? Bisschen aufpassen bei Knochen oder so, Hähnchenknochen, die sind meistens spitz oder so. Aber wenn du jetzt mal Soße oder sowas hast, alles was Essenreste sind, alles mit einschweißen, fertig. Klopapier, ein Tipp, wenn das Klopapier ein bisschen hoch steht, das sollte im Prinzip möglichst unten sein, ne? Dass das nicht in die Einschweißung mit reinkommt, weil dann kann der Beutel, wird er nicht dicht, wenn er eingeschweißt wird. Wir machen es immer so, hier ein Zahnputzbecher, ein bisschen Wasser dann drauf auf das Klopapier, dann rutscht das zusammen und dann wird es wunderbar mit eingeschweißt. Dann machen wir eine Einschweißung, Deckelchen zu, lassen zugehen, nicht runterdrücken. Ne?
Der hat einen Softclose, der geht dann schon zu. So, ich zeige das jetzt nochmal, wie man auswählt. Du hast die große Taste, da wählst du die großen Beutel an, M und L. Und bei der kleinen XS und S. Und dann kannst du jederzeit auch abbrechen mit der Taste. So, dann hast du hier die Scherentaste, die jetzt gerade blinkt. Nach 3-mal Einschweißen wird automatisch abgeschnitten. Ansonsten kannst du die Scherentaste, also wir schneiden jedes Mal ab, davor drücken oder danach drücken, nach der Beutelwahl. Nach der Größe. Ich zeige das jetzt mal, wie man auswählt. Hier hast du jetzt zum Beispiel auf dem Display S und XS. Hier kann man abbrechen. Und hier hast du L und XL. Hin und her kann man hin und her switchen, wie man es haben will. Ja. Ne? Wir nehmen jetzt mal einen XS-Beutel. Also ich nehme XS und drücke hinterher die Schere. Das war's. Jetzt macht das Ding seine Arbeit. Schweißt ein und dann nehmen wir da meine Beutelbar raus und dann siehst du, das ist auch hundertprozentig dicht. So, jetzt kriegst du natürlich immer angezeigt, dass du die Schublade aufmachen sollst. Das hat auch den Sinn, dass die Beutel dann, wenn er nach unten abgeschnitten ist, der nächste nicht drauf steht. Dass du den ein bisschen wegrutscht. Dadurch soll man eben mal aufmachen und dann hast du eben deinen Beutel, der dann drinnen liegt, den du zur Seite rutschst und wenn du die wieder zumachst, hast du wieder deine ganz normale Anzeige. Und das ist jetzt quasi die Größe XS. Ich sage immer wie ein Briefumschlag. Die Größe. Reicht völlig aus. Du glaubst gar nicht, was hier reinpasst. Ansonsten hast du null Wartung. Und wenn du jetzt wieder aufmachst, siehst du, der Beutel ist wieder zu und ist wieder unten total verschweißt. Kann der nächste gehen. Und das ist eine hygienische Sache, es riecht nicht, stinkt nicht. Und wie gesagt, wirst du nie wieder missen wollen. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, wir sitzen jetzt hier bei Ingo im Wohnmobil. Ingo, wünsche ich das, wie bist du gekommen zur Klesana, zu Wohnmobilservice Gera, zu Tommy? Ja, ich habe Tommy im Internet entdeckt, bei Facebook und habe die Werbung gesehen, Gasflaschenumbau auf befüllbare Gasflaschen und Tommy hat mir das von der Klesana erzählt und so. Wir haben schon lange den Wunsch nach einer anderen Toilette. Weil es ist einfach so, wir sind zu zweit hier drin und irgendwann ist halt die Kassette voll. Das ist richtig. Und da seid ihr drauf gekommen, da habt ihr dann gesagt, okay, Schluss, wir wollen das nicht mehr haben mit der Kassette, mit Chemie etc. Ja. Wir wollen autark sein und wie mit dem Gas, mit der wieder befüllbaren Gasanlage, habt ihr das gesagt mit der Klesana-Toilette. Man muss ja dann sehen, also ich scheue mich nicht davor, mit der Chemie umzugehen und so weiter, das ist alles kein Problem. Aber wenn die Kassette voll ist, ist sie voll. Und man muss, wenn man irgendwo in einer schönen Gegend ist, dann hat man keinen Stellplatz oder keine Entsorgung für die Toilette und das ist dann immer ein bisschen blöd. Da fährt man dann weg, ihr wisst ja selber, liebe Camper, liebe Wohnmobilfreunde, fährt man weg, ist der Platz weg. Wo seid ihr immer unterwegs? In Deutschland, im Ausland? Deutschland, Ausland, also Europa, Festland meistens. Ja. Das ist so unsere Zielrichtung. Ja. Und wer hat es bei euch entschieden? Habt ihr das gemeinsam oder mehr der Frau? Gemeinsam entschieden natürlich, ja. Die Frau hat sich schon länger gewünscht, dass wir eine andere Lösung finden. Und ich habe es dann jetzt so entschieden, wir machen das jetzt. Super, ihr habt es gesehen, den Einbau hier im Video. Ihr habt es gesehen, wie die Kassette funktioniert. Wenn ihr ganz einfach Fragen habt dazu, schreibt es mal in die Kommentare. Und wir sehen uns natürlich dann wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Die Klesana ist eine tolle Geschichte. Wir haben jetzt zum ersten Mal jetzt hier den Einbau mit verfilmt bei Wohnmobilservice Gera, bei Tommy. Den kennt ihr ja, da haben wir ja schon einige Videos drüber gemacht. Jetzt den Einbau von Klesana bei Ingo. Da wünschen wir euch viel Spaß mit der Klesana C1, dass ihr immer schön autark stehen könnt auf den schönsten Plätzen der Welt. Und wir sehen uns natürlich bis dahin. Tschüss. Tschüss. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. Womo reisen, unser Abenteuer